Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen aus meinem Studio in München. Es geht um die Einlagensicherung. Aktuell gehen die Banken pleite. Wie lange unser Geld noch sicher ist. Auf alle Fälle gibt es Einlagensicherungen. Da sind die Einlagen sicher auf eurem Bankkonto. Wisst ihr das ganz genau? Ich erkläre euch das in einem Video und schaut es bis zum Schluss. Ich bin gespannt und es geht auch schon los. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist natürlich das Thema der Risikostreuung. Zwei Sachen im Leben sind sicher, nämlich, dass wir alle sterben müssen und dass wir Steuern zahlen müssen. Na, kleiner Scherz am Anfang. Hast du mehr als 100.000 Euro auf deinem Bankkonto liegen, dann solltest du ins Handeln kommen, denn es ist nicht sicher. Es gibt zwar den Begriff Einlagensicherung und Einlagensicherung bedeutet, dass es Sicherungssysteme der Bankenlandschaft gibt, die also bei einem Ausfall von einzelnen Banken oder auch systemischen Flächenbrand versuchen, dann die Einlagen, die Bankguthaben der Anleger, der Sparer in dem Fall wieder auszuzahlen innerhalb von 7 Werktagen. Die Einlagensicherung ist also, wenn ein Finanzinstitut nicht in der Lage ist, Einlagen von dem Kunden zurückzuzahlen, sind die Rückzahlungsansprüche in gewissem Umfang durch die Einlagensicherung abgesichert. Und das haben wir gerade gesehen. In Deutschland und in Europa sind das in verschiedenen Ländern bis zu 100.000 Euro. Welche Sicherungssysteme gibt es noch? Es gibt also Entschädigungseinrichtungen der deutschen Banken, Entschädigungseinrichtungen des Bundesverbandes öffentlicher Banken, da sind dann Sparkassen und der Giroverband der Sparkassen dabei und es gibt die BVR, Institutssicherung, und da sind die Volks- und Raiffeisenbanken hinterlegt. Also ja, es gibt es für alle Art von Banken hier in Deutschland und falls also eine einzelne Bank hier pleite geht, dann kann diese Einlagensicherung auch funktionieren. Sie wird allerdings nicht funktionieren, wenn viele pleite gehen und es also einen sogenannten Flächenbrand in der Bankenwelt dann geben sollte. Diesen Artikel geschrieben hat von der Webseite Altersvorsorge neu gedacht und Elias Huber fragt hier, warum ist das Geld auf dem Konto nicht sicher? Und er hat hier verschiedene Quellen herangezogen, ist übrigens sehr lesenswert. Ich verlinke den auch unten in den Kommentaren, dann könnt ihr euch den Artikel auch nochmal in Ruhe anschauen. Aber die Quintessenz fasse ich euch jetzt einfach mal zusammen. Ja, es gibt verschiedene Sicherungssysteme, die zum Beispiel dann die Sichtspar- und Termineinlagen sowie Schuldverschreibungen, wie zum Beispiel Sparbriefe, absichern der Einleger und der Sparer. Und innerhalb von 7 Werktagen, wenn also die Bank pleite gehen sollte, wird dann dieses Geld wieder an den Einleger ausgezahlt. Eine Unterdeckung von 40% der Einlage durch die Sicherungssysteme vorhanden. Ja, ihr habt richtig gehört, 40%. Das heißt, von deinen 100.000 Euro kriegst du nur 60.000 zurück, wenn überhaupt. Das kann nämlich sein, dass die anderen, die pleite gehen, zuerst rankommen und pleite gegangen sind und die Einleger dann bedient werden. Oder dass es vielleicht sogar bei einer großen flächendeckenden Krise zu einem Losverfahren kommt. Das heißt, das Geld, was vorhanden ist, wird nicht an alle ausgezahlt werden können. Ich sage euch ein paar Zahlen dazu. Die Zahlen der EU-Bankenaufsicht, der EBA, sagt, dass es in diesem Fonds und in den verschiedenen Sicherungen 3,9 Milliarden Euro zur Verfügung hat. Diesen stehen aber mögliche Ansprüche von 705 Milliarden Euro gegenüber. Das heißt, gerade einmal 0,56% der Einlagen sind tatsächlich gedeckt. Also das ist ein Trugschluss zu denken, man hat 100.000 Euro auf diesem einen Bankkonto liegen und kann das in einer großen Krise, wenn mehrere Banken dann ausfallen und pleite gehen sollten, komplett wieder zurückbekommen. Das wird nicht passieren und kann das ausreichen. Also wenn diese Zahlen richtig sind, dann ist das natürlich unfassbar wenig. Ja? Die 3,9 Milliarden Euro reichen ja nie aus, um alle Einleger dann gesamthaft zu bedienen. Also welche Lösungsansätze gibt es? Der Autor Hartmut Walz hat hier mögliche Abläufe und Erscheinungsformen eines Crashs beschrieben. Es gibt Vorbereitungsempfehlungen und Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Krisenverläufe und eine Anleitung zur Selbsteinschätzung des persönlichen Handlungsbedarfs. Also das ist natürlich schon mal super. Klar,
wenn ich weiß, ich habe nur 50.000 Euro auf dem Bankkonto liegen, dann ist die Frage, muss ich überhaupt was handeln, beziehungsweise wie kann ich es eventuell trotzdem optimieren, wenn ich davon ausgehe, dass bei einer flächendeckenden Bankenpleite nicht genügend Geld für die Einleger vorhanden ist. Das ist immer dann die große Frage. Jenga Finance, Knirschen in der Eurozone, Finanzinstitutionen in Bedrängnis, Deep Risk, wir fürchten uns vor den falschen Risiken. Also ich denke, er gibt hier nochmal eine Einschätzung von verschiedenen Risiken und Systemschutz geht über Verbraucherschutz. Das heißt, das System wird natürlich dann erstmal gerettet, was verständlich ist und nicht der einzelne Verbraucher. Konstruktive Crash-Psychologie und Chancenorientierung. Da beschreibt er dann noch verschiedene andere Themen in seinem Buch. Also ich werde mir das Buch wahrscheinlich zu Gemüte führen. Ich kenne es jetzt noch nicht aktuell heute, aber vielleicht habt ihr es ja schon gelesen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und wie findet ihr das? Habt ihr bestimmte Ideen und Handlungsanweisungen von Hartmut Walz bereits umgesetzt? Eine Möglichkeit ist natürlich zu investieren und dann die Werte, Aktien, ETFs und sonstige Rohstoffe im Depot anders abzusichern über Shorts und Absicherung des Depots bei Kursverfall durchzuführen. Und natürlich ein zweiter Punkt ist, auf verschiedene Institute, auf verschiedene Banken Konten zu erstellen und die Bankguthaben, schaut euch das mal hier auch an. Hier Vermögen über 100.000 Euro. Ist das wirklich sicher auf dem Konto? Nein, ist es natürlich nicht. Und der Gerd Kommer und der Jonas Schweizer haben hier also auch einen Blog erstellt, wo das unterschätzte Risiko von Bankguthaben nochmal genau im Detail erklärt wird. Weil im Grunde ist es so, ihr gebt der Bank einen Kredit, eure Einlage. Und diese Einlage ist unbesichert. Und die Bank hat aber einen hohen Anteil, nämlich bis zu 92% an Fremdkapital. Das bedeutet, da ist das Risiko auch nochmal größer, dass nämlich die Bank dann, wenn sie pleite geht, eben nicht mehr Eigenkapital zur Verfügung hat, euch da auszuzahlen. Und die Einlage des Eigenkapitals ist zu wenig und auch die Einlagensicherung der 5 Systeme, die wir jetzt in Deutschland oder Europa haben, sind auch zu wenig. Ja, was ist dann? Dann ist das Geld einfach weg. Deswegen nehmt euer Risiko selbst in die Hand und versucht es zu minimieren. Ich hoffe, ihr könnt euer Risiko minimieren. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie auf verschiedene Konten verteilen startet ihr zu investieren. Wenn ihr das nicht schon bereits gemacht habt, was sind eure Vorgehensweisen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war es in aller Kürze und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt investiert. Bis bald. Ciao, ciao. Schatz, ich glaube, die Einlage ist nicht mehr sicher.